Das heißt, eigentlich bist ja du nicht bei mir zu Gast heute, das ist schon mal die erste Lüge des Tages, sondern ich bin bei dir zu Gast. Du bist Gast und Gastgeber gleichzeitig. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Dieses Live-Recorden, alle in einem Raum, Fehler machen, das ist einfach extrem erlaubt und total wichtig. Und dann einfach hackeln, 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 hackeln. Hallo und herzlich willkommen bei Brossartig. Ich freue mich, dass du wieder drauf geklickt hast. Heute ist eine ganz spezielle Sendung, denn wir befinden uns ein bisschen in einem zeitlichen Niemandsland. Bedeutet, wir sind nicht mehr in der ersten Staffel, wir sind noch nicht in der zweiten Staffel, sondern wir befinden uns irgendwo so dazwischen und haben uns gedacht, na, dann machen wir einfach eine Spezialsendung. Spezialsendung bedeutet, wir schauen zurück in die Vergangenheit und werden uns darüber unterhalten, wie ist Brossartig überhaupt entstanden, was war die Idee dahinter, wie ist das Ganze gelaufen, was waren unsere Highlights, beziehungsweise wie wird es in der Zukunft weitergehen, was kommt in der zweiten Staffel ungefähr auf uns zu, was haben wir vor. Und dann werden wir über die heiligen Hallen von YMI Records sprechen, über das Studio und was da sonst so passiert, denn auch das ist durchaus eine Erwähnung wert. Und was heißt wir? Wir bedeutet, dass ich heute, sage ich einmal, ein weiteres Drittel, also wir sind heute 2/3 vor der Kamera des Producing-Teams von Brossartig und das ist der Owner von YMI Records, Konstantin Spork. Hallo Konstantin. Hallo David, servus. Ja, das heißt, eigentlich bist ja du nicht bei mir zu Gast heute, das ist schon mal die erste Lüge des Tages, sondern ich bin bei dir zu Gast. Du bist Gast und Gastgeber gleichzeitig. Ja, war Wahnsinn, ja. Das nur ich zahle die Miete hier nicht, könnte ich mir nicht leisten. Das dritte Drittel sozusagen des Producing-Teams steht hinter der Kamera. Den werden wir auch wahrscheinlich nie vor die Kamera bekommen. Es war schon schwer genug, dich zu kriegen, ja, das stimmt, weil du wolltest auch nicht. Das ist der Silas Bross, mein Bruder, der heißt eben auch Bross, ist auch Brossartig auf eine gewisse Art und Weise. Wie hat das Ganze angefangen? Soweit ich mich erinnere, habe ich zu dir gesagt, also ich war mal auf eine Fotosession hier. Stimmt. Vor langer Zeit. Stimmt. Und habe das Studio gesehen und war verliebt einmal in das Studio, weil es einfach wunderschön ist. Danke. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, dann haben wir in einer gemeinsamen Hochzeitsband gespielt und dann irgendwann ist die Idee entstanden, ich weiß nicht mehr genau, wie sich's zugetragen hat, hey, wir könnten eigentlich so ein Musiker-Talk-Dingens machen. Und das war der Anfang vom Ende. Das war irgendwie eine schwierige Geschichte. Wie hast du das noch in Erinnerung? Das ist eine gute Frage. Ich hab mir gedacht, dass du mir die Frage stellst. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, dass du ja schon ein Talkformat gehabt hast. Stimmt, das war die blöde Frage damals. Ja. Und das hast du mir vorgestellt, das hast du eigentlich auch mit Silas schon gemacht. Ja. War allerdings, muss man dazu sagen, ja ganz was anderes, weil, also es war schön in Szene gesetzt, schon, Bild und weißt du, schon, aber du hast gesagt, dass du gern wieder eine Talksendung machen möchtest, glaube ich, oder? Ja. Ja. Irgendwie war's so. Und ich meine, man muss ehrlich sagen, Streaming generell ist ja aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Ich glaube auch, dass Corona diese Streaming-Kapazitäten noch einmal extremst erweitert hat. Also in einem Tonstudio, ohne dass du halt Bildmaterial mitliefern kannst. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei. Man muss auch sagen, dass die Qualitäten auch exorbitant besser worden sind. Also wenn du überlegst und heute auf Social Media gehst. Zumindest auf YouTube. Ich würde es vielleicht trennen wollen. Wobei, nein, ich finde jetzt, wenn du jetzt schaust, auch die ganzen TikTok-Sachen, also auch diese ganzen kurzen Dinge, und die haben es jetzt, erweitern sie jetzt eigentlich auch, glaube ich, es waren jetzt immer 60 Sekunden, ich glaube, jetzt kannst du auch schon auf 1,5 Minuten oder so gehen, oder sogar auf 3 Minuten, irgendwas habe ich da jetzt wieder gelesen. Ich finde, dass das schon alles viel, viel besser worden ist und dementsprechend muss man sich halt dann auch selber hier als Studio überlegen, was will man machen und wie soll das Ganze einfach ausschauen. Und ja, es gibt einfach genau, und man muss auch so sagen, ich habe das Gefühl, früher waren es Bilder, also eigentlich Fotos, wenn du auf Social Media schaust, und jetzt sind es eigentlich großteils wirklich bewegte Bilder. Ja, stimmt. Also ich glaube, das ist auch einfach viel mehr geworden und es ist natürlich auch, also technisch, was sich da weiterentwickelt hat, ist exorbitant. Auch die Qualität, das hat es auch natürlich sein müssen, weil du ja eine Zeit lang gar nichts andere Möglichkeiten gehabt hast, an die Öffentlichkeit zu gehen, außer über Videocontent.
Und dementsprechend hat man dann natürlich schauen müssen, dass man da jetzt nachzieht. Und das ist dann, glaube ich, ein bisschen so ein Hergang mit der Idee, dass du gesagt hast, hey, ich würde sowas gern wieder mal machen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, sich da drum reißt. Also ich finde es cool da, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe es jetzt nicht so schlecht. Aber das hinter der Kamera taugt mir schon mehr. Und ich finde, das hat sich ja super ergeben. Mhm. Bevor wir, weil da möchte ich dann so im gefühlten dritten Teil unseres Gesprächs dann mehr drauf eingehen. Aber so, wenn du jetzt so Revue passieren lässt, wie war es für dich, dieser Übergang von, du warst vorher Studiobesitzer und Produzent, Musikproduzent per se und Schlagzeuger natürlich. Ja. Und dann kam aber plötzlich dieses, hey, mach mal so ein Format, irgendwie Videoformat. Und da war aber eigentlich nichts da. Also du hast so dein Studio anfangs schon ein bisschen darauf ausgelegt, weil du diese wie nennt sich das da oben, die Reellen, die Pipes. Die Pipes, dankeschön, irgendwie montiert hast, sodass man dann in Zukunft eben mit Licht und Kameras etc. arbeiten könnte, wenn man das denn wollte. Ja. Aber es war jetzt, es hat dir sonst das Equipment ja auch komplett gefehlt, geschweige denn auch die Kompetenz, das überhaupt bedienen zu können. Also, und wie lange machen wir das jetzt? Ein Jahr? Circa? Ja. Also wir haben eigentlich, man muss sagen, wir haben mit Sessions angefangen. Ja. Das erste, was wir gemacht haben, war die Needle-Session. Das war gleich auch mal mit Cello und Klavier, Klavier und Vocals. Das war gleich eigentlich ziemlich ambitioniert. Ja. Und daraus ist Wobei, da hat den Videobereich ja noch komplett zu 100% der Silas eigentlich übergehabt, ne? Soweit ich das jetzt erinnere. Aber du bist jetzt tatsächlich so mit der Zeit, dann bei den Sendungen auch schon, wo der Silas dann gar nicht immer Zeit gehabt hat, da reingewachsen und bist jetzt eigentlich auch schon ein bisschen so zum Videofuzzi geworden. Und bist ja auch dann, muss man ja auch sagen, da bist ja du nicht schüchtern, wenn es ein Ziel gibt und man sagt, okay, ich will das jetzt machen, dann rennst halt du zur Bank und sagst, mein lieber Freund, ich hätte da jetzt gern Geld, weil ich investiere da jetzt hinein. Das ist eben das, was ich eben gemeint habe. Also man muss sich einfach überlegen, wie das, also andersrum. Also ich glaube, dass wenn man selber eine Firma ist, glaube ich, dass ich eigentlich schon sehr gut strukturiert bin. Wenn es um Sachen geht, die ich unbedingt machen will, werfe ich das ab und zu gern über Bord, weil dann sehe ich das, dann habe ich die Scheuklappen auf und dann will ich das einfach umsetzen. Das ist teilweise, schützt mich dann selber, weil wenn ich mir das vorher überlegt hätte, was das eigentlich bedeutet, und ich bin ja da einfach ins kalte Wasser gekupft, weiß ich nicht, ob ich es auch so gemacht hätte, weil es ist ja dann, das sind dann so viele Rädchen, haben dann ineinander greifen müssen, von denen ich ja gar keine Ahnung gehabt habe. Also ich habe ja bis vor einem halben Jahr auch von einem Videoschnittprogramm, ich habe dieses iMovie gehabt, was was jetzt als Videoschnittprogramm ein großes Wort ist praktisch. Naja, es reicht halt in verschiedenen Fällen, wenn du heute ein Handy hernimmst, und ich meine, da gibt es ja auch schon irrsinnige Apps, die spucken dir das schon eigentlich in einem richtigen Videoformat aus, und dann schneidest du noch 2 Spuren voneinander, bist du fertig. Und da war es eben, das ist eben, was ich eben gemeint habe. Ich habe einfach gesehen, dass ich gesagt habe, okay, die Qualität, die es jetzt im Moment auf Social Media gibt, wie ich vorher gerade gesagt habe, eben durch Corona, ist in meinen Augen einfach exorbitant schnell viel besser geworden. Das ist ähnlich wie, wenn du dich zurückerinnerst zu unserer Zeit, wie wir angefangen haben, Musik zu machen, gab es noch Demos. Da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja, aber sagen wir, dann sagen wir so, wie du professionell Musik gemacht hast. Da gab es Demos und mit dem bist du irgendwo vorstellen gegangen, egal ob das jetzt bei der Plattenfirma war oder bei einem Booker. Heute, wenn du heute kein fertiges Produkt hast, kein fertiges Albumprodukt, kannst du es vergessen. Dasselbe ist auch hier. Gleich hätte ich sagen können, ich lade mir jetzt ein paar Gäste ein, jeder nimmt sein Handy mit, ich sponsere jetzt ein paar Stative und wir drücken auf Record. Es geht auch darum, ein bisschen so einen emotionalen Wert mitzubekommen, weil ich finde, Emotion ist einfach das Wichtigste zu transportieren, gerade in einfach der Musik. Und dann muss man sagen, das ist bei Eingang so schön erwähnt, wir sind ja 2/3 und ich glaube, es ist auch der Zeit, sich mal zu bedanken bei so vielen Leuten, die das auch einfach möglich gemacht haben, absolut, ja, klar, die uns ja auch so ein bisschen so einen Hafen des Wohlfühlens gebaut haben. Das ist einmal der Guido, der uns anfangs mit Licht ausgeholfen hat, weil das ist ja gewachsen. Wir haben angefangen mit 2 Kameras und dann ist man draufgekommen, was man nicht noch alles braucht, und dann noch ein Spitzlicht und dann noch ein Aufblendlicht und dann noch ein Effektlicht. So, dann sind so Sachen, wo ich auch gar keine Ahnung gehabt habe, welche Datenmengen, das sind so banale Dinge, aber mein Computer hat sich ja schon verbogen, weil ich gar nicht wusste, wohin mit den ganzen Daten. Dann habe ich Bernie angerufen, meinen Netzwerkfreund, der mir dann da geholfen hat, überhaupt mal Speicherkapazitäten freizuschaffen, weil es ist irre, was da einfach aber es sind so Sachen.
Dann natürlich meine Familie, also eben du hast die Pipes erwähnt, ja, also es ist auch wieder so, ja, ich denke mir dann, das schraube ich in einem Wochenende da irgendwie so rauf. Dann darf der Papa wieder herhalten mit dem Schlagbohrer, weil das ja alles tollerweise Stahlbeton ist, was super ist zum Montieren. Und dann kommst du halt drauf, dass es halt nicht an ein Wochenende geht. Und dann muss ich natürlich im Peter, meinen Akustikbauer, fragen, weil das sind ja, du kannst nicht einfach so eine Rattle draufhängen, weil das sind ja dann auch einfach Hohlräume, die schwingen. Und wenn du dann da herinnen singst und auf einmal schwimmen da irgendwo Frequenzen, dann hast du auch gefreut. Also du musst mit Sand ausfüllen, dann musst du die Löcher wieder mit Plastilin zumachen. Also so, dann wiegt das natürlich auch ich möchte gar nicht mehr drüber nachdenken. Und dann natürlich der Silas, muss man ehrlich sagen, vieles, was da ist, der ist halt einfach ein Profi, was Video betrifft, ja. Und der hat mir dann einfach, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, gratis sein Wissen zur Verfügung gestellt, was ich ihm extrem hoch anrechne. Und dann natürlich auch, und das ist ja dir zu verdanken, dass wir schnell eigentlich so tolle Leute da gehabt haben. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil du bist auf die Leute zugegangen, okay, du kennst sie vielleicht gut, aber du hast ihnen trotzdem die Idee vorgeschlagen, die sind alle gekommen, haben uns das Vertrauen geschenkt, dass wir das auch schön umsetzen, qualitativ hochwertig, und es hat super funktioniert. Ja. Und da kann man eigentlich nur happy sein und dankbar, ja. Schließe ich mich zu 100% an. Was waren denn in der ersten Staffel so deine persönlichen Highlights, abgesehen von der Tatsache, dass, glaube ich, jeder Gast und auch die darauffolgende Sessions seine Besonderheiten gehabt hat, etc., das ist klar. Aber so, gibt es sowas, wo du sagst, okay, das war so irgendwie mein spezielles Highlight? Ich glaube, ich muss die Frage ein bisschen in 2 Teilen beantworten. Also ich muss sagen, während der Produktion bin ich da drüben 1000 Tode gestorben, weil ist die Kamera scharf, recorded okay, ich sehe zwar der rote Punkt leuchtet, aber das heißt ja gar nichts. Und ein paar technische Hoppalas, wie gesagt, ich habe es mal off-Kamera erzählt, du nimmst auf, drückst die Leertaste, um die Aufnahme anzuhalten, und die ganze Aufnahme ist weg. Das war zum Glück nur bei der Probe, aber das weiß ich noch, das war beim Alex K., das Interview, was auch dann sehr lang gedauert hat. Und dann stehst du neben dem Computer und überlegst dir schon, was den Leuten sagst, wenn die Aufnahme jetzt nicht da ist. Das war mal das. Bei der Nachbearbeitung, ja, wird das dann Revue passiert und man kann dann ein bisschen das Ganze eintauchen. Ich finde es unglaublich schön, wenn ich mir jetzt auch die Videos selber durchschaue und so auf den YouTube-Kanal schaue, was da oben ist, kann ich jetzt nichts rausnehmen. Ich glaube, wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, durch die Musikszene so ein bisschen zu zeigen, okay, was kann man denn alles in diesem Business machen? Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Auch so, was du sagst, dass du jetzt auch zum Beispiel immer so einen Response kriegst von den Leuten, die du kennst, dass wir da auch Leute gewinnen, die jetzt nicht direkt aus dem Musikbusiness sind, die das hochinteressant finden. Das ist, finde ich, ein großes Lob. Man sieht auch, dass der Kanal wächst, dass da immer wieder neue Leute dazukommen. Das ist eigentlich unglaublich schön. Die Gespräche waren wirklich alles so tolle Leute, so tolle Persönlichkeiten, die einfach so schöne Geschichten zum Erzählen haben. Natürlich auch Leute, die schon länger dabei sind, da sitzt natürlich mit solchen Ohren und hörst zu, weil das sind Geschichten, ja, das ist halt einfach cool. Und dann natürlich die Sessions. Also kann ich sagen, zum Beispiel, eine besondere Session war die mit Dieter, weil da muss man sagen, da gibt es nur diesen einen Take. Und das war schon cool. Weil, stimmt, ja, Dieter war ein First Take. Ja. Dieter war, First und Last Take. Ja, es gibt einfach keinen zweiten. Dieter Kohlbeck ist aber ein Dieter Kohlbeck ist halt grundsätzlich, wurscht, was der macht, immer, das kann nur Kunstwerk werden. Ja. Und selbst wenn sich der 50 Mal verspülen würde, was er nicht tut, ist es dann wurscht, weil es ist dann trotzdem ein Original Dieter Kohlbeck. Ja. Das ist, und ich glaube, ein zweiter Take mit Dieter ist irgendwie, warum? Also, ich glaube, es ist ja auch nicht gegangen. Also es war einfach fertig. Ja. Also es war einfach das. Für mich lustig, das ist jetzt von mir eine Insider-Story zu dem Ding. Ich habe mich einmal ganz, ganz grob verspielt bei diesem Ding. Ich habe einen Akkordwechsel irgendwie zu schnell gemacht oder so. Und es war was super, weil der Dieter ein Musiker ist, dem das wurscht ist. Ja. Der nimmt es dann einfach mit und der baut das jetzt in den Song ein, als würde es reingehören. Und dann haben wir das halt so gespielt und fertig. Ja. Und du bekommst das eigentlich nicht mit. Obwohl ich komplett die Form geschmissen habe, die Struktur geschmissen habe und der Dieter macht Musik draus. Das ist was Besonderes beim Dieter. Ja, und man muss ja einfach sagen, also da ist sich die Akkordstruktur im Grunde ausgemacht worden. Dann haben wir gesagt, okay, das wird halt geschaffelt. Das war's. Also das ist auch, glaube ich, mal den Eindruck, den man vermitteln muss. Das ist ja teilweise, das ist ja nicht geprobt.
Na, Also, das eigentlich ist gar keine einzige Session, war da je geprobt. Nein. Ja, und also auch zum Beispiel Vincent zum Beispiel war ja meine persönliche Favorite-Session, muss ich sagen. Ja, die war super. Weil ich den Song auch super finde. Ja. Also genau, kann man gleich sagen, sollte man sich unbedingt anhören. Also auch die Studioproduktion wirklich toll. Und da kommt nämlich dazu, ich glaube, das hat er dann gesagt, ich hoffe, ich erzähle das nicht falsch, aber ich glaube, dass er das erste Mal überhaupt performt hat, die Nummer. Ich glaube, dass die Frische... Ich weiß auch gar nicht, ob die zu dem Zeitpunkt schon heraus war oder ob die erst rauskam. Das weiß ich jetzt auch nicht. Und ich glaube, dass er gesagt hat, das ist das erste Mal, dass es überhaupt live gespielt und dann mit uns als fremder Band, der hat eine super tolle eigene Wahnsinnsband, sondern sitzt er da und dann... spielt natürlich Mörderklavier nebenbei, der noch singt wie ein Killer. Ja. Also das war schon... Und ich finde auch, die Willy Lang Session war auch super. Einfach deswegen, weil das, glaube ich, auch... Bin mir nicht sicher, glaube ich, sagt es im Interview wenn man jetzt sagt, okay, man holt sich jetzt einen Bassisten, dann wird irgendwie geslappt oder so, irgendwie so hat er das beschrieben. Und dann nimmt er eigentlich so eine tolle Nummer. Und ich meine, mit dir Stimme und Bass gemeinsam ist auch eine coole Kombi. War lustig, ja, aber war mal ganz was anderes und sehr unerwartet. Eine coole Message halt von dem Song nach wie vor. Ja, also. Ja klar. Stefan Eigner, Starmania-Sieger, war natürlich von der Session her auch. Da war es tatsächlich so, dass wir das aufgenommen haben, bevor der Song überhaupt draußen war. Das stimmt, ja. Und das ist ein Song, den ich großartig finde, weil es ist für mich auf einer Ebene mit den Top-Austropop-Songs, die man so kennt. Wenn man die Geschichte dahinter kennt, noch dazu, hat er mit Lemo gemeinsam geschrieben, war auch eine super Session für mich. Waren alle Sessions auf ihre eigene Art einfach sehr, sehr gut. Aber das wären jetzt so persönlich wahrscheinlich meine Favorites gewesen. Tom Ehler darf man auch nicht vergessen. Also ich finde, das ist ein super Gitarrist. Ja, und die Songs, die er macht, diese Gitarrenmelodien, diese kurzen, also es ist vielleicht auch ein bisschen unfair zu werten, keine Ahnung, weil jeder so was anderes, ist auch so verschieden und ich glaube, das macht es einfach aus und es ist, also wirklich, es ist einfach schön. Ich habe ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe ich glaube, so ziemlich jedem Interview am Schluss den Gast eine Frage gestellt. Weißt du, welche das war? Ja. Sagst du es mir auch? Also, irgendein Tipp an die jungen Leute oder so, gell? That's it. Ja. Hast du eine Gemeinsamkeit festgestellt? Dass das jeden gefragt hast, das ist die Gemeinsamkeit. Ja, aber es gab tatsächlich, ist mir aufgefallen, eine Gemeinsamkeit, also das ist vielleicht unterschiedlich formuliert, aber im Grunde genommen gab es diesen einen super Konsens, das fand ich sehr interessant, dass alle gesagt haben, das Wichtigste ist mehr oder weniger, dass du dir treu bleibst und authentisch bist. Das war eigentlich der Tenor von allen. Ja. Es gab niemand, der gesagt hat, hey, schau, was gerade Trend ist und mach das dann so gut. Im Gegenteil. Also jeder hat gesagt, vergiss den Trend, mach das, was du bist. Ja. Und es waren jetzt da durchaus aus in den verschiedensten Bereichen einfach erfolgreiche Leute. Ja, ob das jetzt die erfolgreichen Jobmusiker sind oder Acts oder was auch immer. Auch Booker, auch Reinhard Gabriel zum Beispiel, fällt mir ein. Aber also das war eigentlich für mich der große Tenor. Und wenn es irgendetwas gibt, was man aus bisher der ersten Staffel lernen kann, wo man sich was mitnehmen kann, ist, wenn ich jetzt da Hausnummer, ich weiß nicht, gar nicht, wie viele Folgen es de facto waren, das weißt du wahrscheinlich. 9, okay. Jetzt ist das die 10. Ja, okay. Jetzt, Also unsere Tipps sind jetzt nicht so wichtig, aber sagen wir mal die 9, die wir hatten, ja, von erfolgreichen Leuten im Musikbusiness. Und wenn alle Neine sagen, also das ist der wichtige Punkt, kann man, sage ich einmal, rein nach Adam Riese davon ausgehen, dass das kein schlechter Tipp ist. Das ist, finde ich, schon einmal ein gutes Ergebnis, da kann man sich was mitnehmen, also authentisch bleiben. Voll. Jetzt hätten wir es ein 10. Mal gesagt. Ja, absolut, ja, Wahnsinn. Eine interessante Sache habe ich auch noch gefunden, da ist der Tom Eder zum Beispiel wieder damit aufgefallen, denn er hat noch eine Sache gesagt, zusätzlich zu dieser Frage, was ist wichtig, um erfolgreich zu sein. Und er hat diese sehr unangenehme Wahrheit ausgesprochen, die auch stimmt. Und ich habe gesagt, es gehört auch Klick dazu. Ja. Also er hat sich ein bisschen von diesem American Way verabschiedet in dieses, ja, wenn du nur daran glaubst, dann kommt, es gehört einfach schon auch Glück dazu.
Also zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle zu sein, ist auch etwas, was man beeinflussen kann, klar. Aber es gehört schon auch ein bisschen Glück dazu. Ja, und ich glaube auch eben auch das richtige Produkt muss dann wahrscheinlich auch haben. Zur richtigen Zeit. Zur richtigen, meine ich ja. Weil das eine Produkt kann an dem einen Tag super funktionieren und am anderen halt nicht. Das heißt nicht, dass das Produkt gut oder schlecht sein muss. Das stimmt, ja. De facto, ja. Das stimmt. Und ich glaube, was sie alle, die da waren in ihrem Bereich, das sind einfach, also die arbeiten in diesem Bereich einfach sehr intensiv an ihrer Qualität, an dem, was sie machen. Auch jetzt, wenn du einen Reinhard hernimmst, wenn du den Alexander K. hernimmst, die haben einfach Kilometer an Zeit und Energie in das investiert, was sie einfach machen. Ja. Und deswegen sind sie auch in dem Bereich, in dem sie sind, so gut. Und ich meine, wenn du den Tom Eder hernimmst, von dem das Zitat einfach ist, ich meine, ich weiß nicht, wie lange jetzt bei die SEA gespielt hat, wie viele Jahre. Ja, lang. So, und auf was für ein Niveau die gespielt haben, wie qualitativ das gut einfach ist. Band, ja. Wahnsinn. Also das sind alles unfassbar gute Musiker. Und er gehört da eben auch dazu. Ja. Naja, dann weiß man, warum das so ist. Genau aus dem Grund. Apropos Qualität, der aufmerksame Zuseher, der vielleicht großartig schon ein bisschen öfter gesehen hat, wird feststellen, dass wir eine neue Location haben, was aber nicht bedeutet, dass wir woanders sind, sondern wir haben nur den Raum gewechselt. Weil das jetzt irgendwie, wir uns gedacht haben, es ist schöner so hier, es ist größer hier und größer brauchen wir. Und dadurch komme ich jetzt zum zweiten Teil des Gesprächs, nämlich zur Zukunft. Außer du hättest noch irgendwas zur Vergangenheit, was wichtig war. Schön war's, die Vergangenheit. Und ich freue mich jetzt, dass das einfach weitergeht. Und wir haben ja schon ein bisschen so gebrainstormt. Und da kommt, glaube ich, einiges Cooles noch. Ja, vor allem einmal nicht nur, dass das da jetzt ein bisschen anders wieder ausschaut und so, sondern wir haben diesen Platz, werden wir nutzen, bisher waren wir technisch nur in der Lage, einen Gast einzuladen. Also es war immer ein One-to-One-Setting praktisch. Ja. Das wird sich jetzt ändern. Wir dürfen jetzt oder wir können jetzt auch schon 2 Gäste einladen. Ja. Also langsam steigern wir uns rauf, bis wir dann irgendwann einmal so eine 10er-Crew da müssen wir dann aber, glaube ich, spätestens da müssen wir dann die Location wechseln. Aber jetzt sind wir mal dann bei 2 Gästen, was nicht heißt, dass wir immer 2 Gäste haben werden, aber wenn es passt, werden wir 2 Gäste haben. Nächste Sendung kann ich schon einmal teasern. Ja. Möchte ich unbedingt machen. Wir werden zu Gast haben meinen Basslehrer. Saugeil. Also ich war ja immer, bis ich 16 war oder so, war ich hauptsächlich, habe ich Klavier gespielt und vor allem halt Gitarrist. Weil ich mir gedacht habe, ja, Bass spielen ist eigentlich saufad, das ist für die nicht gut Gitarre spielen können, die spielen dann Bass. Das ist gemein. Und dann, das war damals... Wirklich? Ja, das war damals schon ein bisschen so. Und dann habe ich ihn getroffen und das war der Werner Feldgrill. Ja. Und der ist kein Bassist, sondern das ist ein Viech. Also das ist einfach, passt... Und wie ich den Bass spielen gesehen habe ich gewusst, okay, jetzt werde ich Bass spielen. Und den werden wir in der nächsten Sendung zu Gast haben mit seiner Tochter, der Nina Feldgrill, die mittlerweile auch schon 100-mal besser spielt als ich, die ungefähr so spielt wie der Papa. Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Yes. Heißt so schön. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr geile Sendung werden. Ja. Auf das freue ich mich schon. Gibt es ja dann auch, also wenn wir schon beim Teasern sind, kann man sagen, wird auch eine Session nachher gehen. Ja, oder? Das werden wir auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall. Werden, 2 Bässe. Ja. Und dann noch eben Vater und Tochter. Sie haben mich gefragt, ob ich mitspielen will, aber ich dankend abgelehnt, weil es ist... Also, wobei ich meine, Entschuldigung, jetzt hast du auch einen 6-Seiter, also davon wird es ausgehen. Aber den muss ich erst lernen. Ach so, okay. Dass ich auf das Level komme, das geht in dem Leben nicht mehr aus. Aber man darf gespannt sein. Ansonsten werden wir schauen, also ich möchte noch nicht zu viel verraten. Also ich habe da schon einige Gäste in der Pipeline. Das ist die wichtigste Info. Die Leute müssen wissen, dass es weitergeht. Weil es ist ja wirklich, es macht ja auch, es macht einfach unglaublich Spaß. Ja. Ich glaube, das ist einfach, ich hätte mir das nie gedacht. Umso schöner ist es, dass es jetzt einfach gibt. Also das ist, es hat einfach irgendwas. Weil es ist schon ein bisschen
abgefahren. Wir sitzen jetzt da zu zweit, niemand ist sonst da und reden in lauter Kameras rein. Ist schon ein bisschen witzig. Also muss mich schon dran gewöhnen, aber mir taugt's. Hätte ich mir auch Jetzt nicht kommst du auf den Geschmack. Ja, jetzt komme ich auf den Geschmack, ja. Also er hat weiß ich nicht, vor 20 Minuten oder wo wir angefangen haben, oder noch gejammert, ich will das nicht. Jetzt taugt's mir, jetzt wieder Kamera geil. Ich muss, Kamera geil, aber man sitzt gut irgendwie. Das ist schön, ist gemütlich. Ja, das ist total gemütlich. Gut, ich meine, vor 20 Minuten bin ich noch nach oben da irgendwo umeinander gereiht und habe noch irgendwelche... Das darf man natürlich auch nicht vergessen, was das als also dass das dann so ausschaut und so klingt und so weiter, ist natürlich ein enormer Aufwand, den du und der Silas da insbesondere immer betreiben. Ich sitze nur da und versuche, soweit es mir gelingt, halbwegs schön zu sein. Nein, das bist du. Ja, also mit die Ohren. Also mit die Ohren, ja. Mit die Ohren nämlich, nicht mit den Ohren, sondern mit die Ohren. Cool. Und ich habe noch was. bitte, sprechen Sie jetzt. Genau, was wichtig ist, dass wir ab jetzt auch auf Spotify zu hören sind. Also es gibt die Sendungen jetzt nicht nur zum Sehen, sondern man kann sie auch überall, wo es Podcasts gibt, ab jetzt streamen. Und es wäre super, wenn das die Leute auch machen würden, weil je mehr Reichweite, desto besser. Das würde uns natürlich sehr helfen. Also besuchen Sie uns nicht nur auf Spotify und Co., sondern bitte like diesen Kanal. Bitte kommentiere unter diese Sendung. Bitte aktiviere die Glocke. Ja. Was kann man noch machen? Haben wir schon alles. Das ist alles, passt. Ja, das haben wir Was schon. hast du denn gesagt? Abonnieren? Abonnieren, ist Abonnieren die Glocke dasselbe, ne? Liken. Das haben wir schon mal, glaube ich, gehabt, das Thema. Abonnieren und Glocke ist dasselbe? Ja, wurscht. Also alles, was geht, Genau. einfach auf YouTube bitte machen. Hilft uns sehr. Ich glaube, wir könnten überswitchen zum dritten Thema. Ich habe zu Hause in meinem kleinen Wohnzimmer einen sehr, sehr starken Apple-Rechner. Ich habe ein Großmembranmikro. Ich habe natürlich meine gesamten Bässe und Gitarren und Keyboards und den ganzen Schaß. Habe wahnsinnig viele Plugins für alles Mögliche. Ich kann von zu Hause aus, was ich auch immer wieder tue, Dinge produzieren und alles ist gut. Also ich kann sogar hergehen und mache ich auch oft ganze orchestrale Arrangements zu Hause aufnehmen und auch das klingt schon leider Gottes sehr gut. Super, absolut. Warum dieses Orgelstudio? Ich meine, wie deppert muss man sein, dass man sich, weil das kostet ja alles ein Vermögen einerseits, die Kohle musst du ja mal irgendwie daher schaffen. Und das muss ich vielleicht kurz erzählen aus der Sendung mit dem Namensfindungsstörungen. Glory, Vincent, ja. Vincent, ja. Wo wir vorher so gesprochen haben und der Vincent komplett von den Socken war, wie geil das Studio ist. Und dann bist du rausgegangen und dann hat er so gesagt, Rich Kid. Und ich habe so gesagt, Working Kid. Also du hast dir das ja wirklich mühsamst alles erarbeitet. Du bist in keinster Weise in irgendeine reiche Familie oder sonst. Also du bist wirklich ein Workaholic, dass die dir nicht zugeht. Ja. Und warum tut man sich das an, wenn es ja auch anders geht? Der Vincent hat gesagt, er macht das, weil er nicht anders kann und ich bin genauso. Ich mache das einfach, weil ich es nicht anders kann und weil es einfach, es ist einfach unglaublich schön, dass man das machen kann. Es ist auch also das Studio gibt es jetzt, ich glaube, es sind jetzt 10 Jahre um den Dreh und es ist ja gewachsen, das hat sich ja immer wieder neu aufgestellt und sich den Begebenheiten angepasst. Wo wir jetzt gerade sind, ist gerade so die letzte Phase, wo wir gesagt haben, okay, wir bieten jetzt auch eben dieses Videopodcast einfach, wir machen das jetzt auch noch zusätzlich. Ich muss jetzt selber ein bisschen nachdenken. Es war eigentlich so, ich meine, ich komme vom Schlagzeug und ich kann mich erinnern, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, professionell Musik zu machen, war schon so der Punkt, wo es geheißen hat, du kannst mal ein bisschen was daheim einspielen, weil Studio ist immer schon teuer gewesen. Ja? Und die Technik, wie du selber sagst, man kann halt alles zu Hause machen, das wird besser und besser. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ich würde auch gerne Spuren verschicken. Wie mache ich denn das? Also brauchst du mal Mikrofone, dann kommst du drauf, du brauchst mehr als 1 für so ein Schlagzeug und dann geht schon los. Und dann brauchst du halt, weiß nicht, Preamps und Kabel und Dinge und dann stellst du das irgendwie hin und dann kommt die Ernüchterung, weil das klingt, naja, sagen wir mal so etwas... So wie der Raum klingt. Na, es klingt gewöhnungsbedürftig. Genau, und dann
dann kommt mal so die erste Down-Phase, weil du dann eigentlich da stehst und denkst, okay, das kannst du ja niemandem schicken, was da rauskommt, weil wie zu der Zeit, wo ich angefangen habe, gab es YouTube noch nicht in der Form. Also How to make a Drum Setup, googelst heute und kriegst Content so. Das heißt, ich bin dann wirklich noch in die Ausbildung gegangen zum Walter Seemann, der leider viel zu früh gestorben ist, und der hat uns, ich habe noch auf Bandmaschine gelernt, und das, wofür auch das Studio steht, Live-Recording. Also meine erste Prüfung war, da hast 8 Mikrofone und jetzt nimmst du eine ganze Band auf. Und ich so, was heißt 8 Mikrofone? Das brauche ich fürs Schlagzeug. Na, da hast 8 Mikrofone, nimmst die Band auf, die muss live spielen. Wie du das machst, ist mir wurscht. In 2 Stunden komme ich, dann ist die Aufnahme fertig. Dann stehst du mal da und denkst, okay, wie mache ich das jetzt? Und das hat mich unglaublich fasziniert. Dieses Live-Recorden, alle in einem Raum. Und ich glaube, das ist auch eine Kunstform, die so ein bisschen gerade verloren geht. Also ich habe das Gefühl für mich, ich höre wenig Band-Sounds. Ich höre unglaublich coole Produktionen, aber wenig alle in einem Raum. Und diese Art von Musik machen ist unfassbar cool, weil du von Haus aus andere Entscheidungen triffst. Weil du drehst die Regler auf und die Musik ist sofort da. Das ist super. Das ist der Grund, warum es hier 2 Aufnahmeräume gibt, warum ich jetzt gerade einen 3. baue, warum es einen Flügel gibt. Genau aus dem Grund. Also wir haben uns dazu verschrieben, Pop-Rock, Acoustic Music, das heißt handgemachte Musik, so viel organisch, wie es nur irgendwie möglich geht, also richtige Instrumente, und im besten Fall alle live gleichzeitig. Warum? Kurz reingrätschen, man muss auch sagen, weil du sagst, 2 Aufnahmeräume plus 3. kommt jetzt, plus die Regie natürlich, die auch noch da ist, dass der eine Aufnahmeraum von den 2, die es jetzt da schon gibt, ein sehr groß ist. Also das ist jetzt kein Mini-Zimmer, das muss man auch dazu sagen. Also da steht unter anderem ein Flügel drinnen. Also. Genau, aber es geht eben darum, dass man einfach die Signale, weil das ist der Punkt, dass man die Signale sauber voneinander trennen kann. Also wenn du jetzt hast Flügel und Schlagzeug in einem Raum, wie man es zum Beispiel beim Dieter haben wir es gemacht, beim Vincent auch eigentlich, dann bist du natürlich in der Post etwas eingeschränkt, weil du einfach die übersprechenden Mikrofone hast. Dagegen musst du arbeiten, dass du sagst, okay, du kannst dem Kunden die Signale mit nach Hause geben und er kann damit eigentlich noch alles machen. Und deswegen ist es gut, wenn du mehrere Aufnahmeräume hast und sagst, okay, aus dem Flügel im großen Raum, Schlagzeug steht im kleinen und du hast keine Übersprechung. Erstens mache ich es gern und zweitens muss man auch sich so ein bisschen an Begebenheiten anpassen. Die Budgets werden immer weniger. Es wird immer weniger, also früher waren Plattenfirmen, die haben... Plattenfirmen, ja, genau. Da wurde noch investiert in Künstler und Künstlerinnen, in Projekte. Da gab es noch Budgets, die gibt es halt nicht mehr. Budgets, Geld. Ja. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, wie man in ziemlich kurzer Zeit sehr produktiv sein kann, vorausgesetzt man ist gut vorbereitet. Und ich glaube, die Frage, die man sich immer stellt, ja, wie teuer ist ein Studio? Ich glaube, das ist falsch. Muss ich stellen, welches Studio passt zu mir und was kann ich in der Zeit am besten für ein Ergebnis erzielen? Und wenn du heute eine gut eingespielte Band bist und hierher kommst und wir nehmen live auf, dann spielst du mal 3 Nummern in einem Tag ein. Vielleicht sind es auch 4, kommt natürlich immer auf die Schwierigkeit der Musik an. Dann nimmst du die Sachen mit nach Hause, hast das alles fix fertig, kannst das nachbearbeiten, mischen, editieren, was immer du möchtest und bist halt einfach viel schneller. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass man auch wieder da zurückkommt, weil ich meine, Generation meiner Eltern, dort ist nur so Musik gemacht worden. Und es ist einfach was anderes. Und wir sind natürlich getrieben von, jeder sitzt zu Hause am Computer, jeder hat alles zu Hause, jeder hat die Band am Laptop. Das ist auch super, möchte ich überhaupt nicht jetzt da vergleichen. Aber das andere ist halt einfach nochmal ganz was anderes. Und du merkst auch die Interaktion zwischen den Leuten. Es ist was anderes, wenn du den Kopfhörer aufsetzt und du hast auf der Bass, die Gitarre wird dann so klingen. Die ist schon da. Hör einfach nur hin. Und das ist einfach der Punkt. Und und eben auch durch die Ausbildung, dass der mich einfach auch dahingehend, also wir haben immer live aufgenommen auch und immer auf Band und hat immer gesagt, sei lieber ein schlechter Techniker als ein guter Kopierer, triff deine Entscheidungen. Und ja, das hat er mir einfach mitgegeben. Er hat mich unglaublich segiert, was Mikrofonieren betrifft. Also ich habe immer gebeten, ich würde auch gern 2 Mikrofone zum Gitarren stellen. Na, stell mal das eine gescheit hin und schau, dass das gut klingt. Und dieses ganz Rudimentäre. Und das ist super. Und das, was reinkommt, also nichts fix in den Mix, sondern es muss schon gut ankommen. Und das ist die Philosophie, die wir da haben. Und ja, die versuchen wir weiter zu spinnen und natürlich dann einfach punktuell zu ergänzen, wenn man sagen kann, hängen wir gleich eine Live-Session dran, filmen wir das gleich noch mit. Und das ist die Philosophie von hier. Diese Live-Sessions, muss man ja auch dazu sagen, das ist jetzt schon so ein
bisschen das, wo ich das Gefühl habe, das gibt's noch nicht so oft in der Form, weil diese Kooperation ja dann mit dem Silas dann auch besteht, der einfach einen saugeilen Videocontent dazu gleich macht, und es ist jetzt dann einfach möglich, hier einen super Sound mit super Video live aufzunehmen. Ja. Also das, was du siehst im Bild, ist auch wirklich in dem Moment gespielt und gesungen. Gibt schon ein paar Beispiele dazu, die ja auf dem YouTube-Kanal auch schon oben sind. Kann ich nur jedem empfehlen, das anzusehen, weil das wirklich sehr, 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 sehr hochwertig einfach alles ist. Und das ist, finde ich, geiler Scheiß einfach. Aber Entschuldigung, und da geht es eben darum, weil auch die Musiker so gut sind. Und das ist ja die halbe Miete. Weil das sollte immer, denke ich, eine Grundvoraussetzung sein. Ja, aber es ist genau zum Beispiel, no ich kann mich erinnern, der Dieter war irgendwie da und das Schlagzeug war gleich daneben, und es ist unglaublich, wie viel Schlagzeug in diesen Klaviermikrofonen drin sind und umgekehrt. Und weil das aber wirklich unglaublich so gut gespielt ist, dieser Bleed, also diese Übersprechung der Mikrofone, das geht sich einfach so super aus, und das ist, für mich ist das immer noch was Magisches, wenn man dann sitzt und dann geht man rüber und dann klingt das eigentlich zu 90% fertig. Ja. Und das ist teilweise, davon bin ich überzeugt, ist diese Interaktion, die du zwischen den Musikern hast. Und dann ist auch oft dieser Klick nicht so wichtig. Ja. Weil wenn die Band als ein Ganzes im Refrain ein bisschen nach vorgeht. Selbst Earth, Wind und Fire hat Timeschwankungen in sich. Ja. Aber heute alle gemeinsam. Ja, das ist das Geheimnis. Punkt, ja. Aber das ist natürlich, da bin ich natürlich auch eine andere Generation, das muss man auch sagen. Und weil du komplett wahnsinnig bist und ein richtiger Nerd, wie es im Buche steht, hört es ja da jetzt noch nicht auf, weil dein nächstes Projekt ist ja ein weiteres, dass du hier mehr verkaufen möchtest als einfach nur ein Studio, wie es 1000 andere auch gibt, klar. Das möchte ich vielleicht noch reinbringen, weil du bist in Hollabrunn und da habe ich eben mit Dieter Kohlbeck auch so ein Gespräch gehabt, weil ich gesagt habe, was das Problem ein bisschen ist, dass viele Leute abgeschreckt sind, die jetzt aus Wien kommen, wo die Szene natürlich am engsten irgendwie zusammenpickt, die dann sagen, aber nach Hollabrunn rausfahren. Ja. Und dann hat der Dieter was sehr Gescheites gesagt. Er hat gesagt, überhaupt nicht. Also erstens einmal ist es da so leiwand wie sonst kaum wo. Und zweitens, wenn ich vom 22. in 10. fahre in ein Studio und man dort nur einen Parkplatz suchen muss, bin ich da schneller. Da habe ich meinen Parkplatz direkt. Da fahre ich in die Garage rein und pack meine Keyboards aus. Und das fahre ich kürzer als in der anderen Version. Das bedenkt man nämlich oft nicht. Nur so als reine, also als Seiten-Story irgendwie. Aber du machst jetzt etwas anderes, weil du möchtest, dir ist es wichtig, hast du mir gesagt, wieder mehr, und hast du jetzt ja auch schon angedeutet, ein bisschen weg von diesem Plastik-Ding produzieren hin zu einem Erlebnis. Dieses Miteinander, diese Magie zwischen den Musikern und so weiter. Und hast dir gedacht, na gut, die Psychologie kann man weiterspinnen. Wir hören nicht auf mit dem, ihr kommt jetzt alle daher in das Studio und dann tun wir halt und schauen jetzt auf die Uhr von bis und so, sondern du wohnst auch gleich hier um die Ecke und hast dort, sag doch selber. Genau, also diese Distanz, das ist vollkommen richtig. Also wenn du mal das erste Mal hergefahren bist, dann hast du richtig gesagt, das brauchst du oft innerhalb von Wien auch, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Knackpunkt im Kopf, der sagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht ein Auto, ich muss mit dem Zug fahren, oh Gott, mein Equipment. Und ich war ja auch lang in Wien. Ich möchte auch Hollabrunn zu einem Erlebnis machen. Ja, jetzt wird's aber größenwahnsinnig. Nein, aber also die Location, oder wenn man daherkommt, sagen wir so, du kannst ab jetzt, also erstens gibt es eine gute Verbindung nach Hollabrunn, das muss man einfach mal sagen. Das ist ein Insider, der muss erklären, den versteht keiner. Nein, aber wie war das? Ich weiß nicht, du hast der David, so muss man sagen. Du sagst immer, du bist der Erste, der sagt, Hollabrunn, genau, aber dich kriegt man aus Wien ja überhaupt nicht raus. Stimmt. Und dann habe ich gesagt, und ich kann das jetzt nicht ernsthaft Das ist nicht lustig, das kannst du nicht erklären. Oh ja, weil die Verbindung ist wirklich super. Ja, ganz ehrlich, wenn du dich im Zug setzt und kommst den Hollabrunn an, ist so. Nein, wenn du in Strebersdorf über der Grenze drüber bist, hast du noch 3 Stationen im Schnellzug. Ja. Und die dritte ist Hollabrunn, bis da, das sind 20 Minuten. Ja, ist wurscht. Ja. Ja, eh. Ja. Gut.
Und du bist nämlich der Erste gewesen, und ich dachte, okay, pass auf. Und ich hoffe jetzt, dass wir also in 3 Monaten dann Übernachtungszimmer haben für die Bands. Also die baue ich jetzt gerade auch mit meinem Vater, der da immer wieder daher muss, weil er ist ja so der Brain von dem Ganzen und ich bin der, der sagt, das geht nicht, weil ich kann ja keinen Plan lesen. Also ich bin der irgendwann einen Nagel reinhaut, aber so Plan. Das könnte ich auch nicht. Wirklich nicht? Na, das geht. Also so ausmalen, mich Boden verlegen, das geht schon alles. Aber so, ich habe kein dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Also wenn du einen Plan hinlegst, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, da habe ich einen Papa, der kann das dann lesen. Das funktioniert super. Und wir bauen jetzt eben gerade Übernachtungszimmer. Die wird es geben mit einem separaten Eingang, wo du einen Zugang zum Garten hast, wo du dann in der Früh mit dem Kaffee rausgehen kannst, dich in die Pergola setzen, deinen ersten Kaffee trinken, wo du auch dann die Möglichkeit hast, dich am Abend zurückzuziehen, weil wenn du jetzt den ganzen Tag im Studio bist, möchtest du vielleicht am Abend auch ein bisschen für dich sein, deswegen eben auch der separate Eingang mit noch einem kleinen Writing-Egg, wo du sagst, vielleicht möchte ich jetzt nochmal über das eine oder andere drüber gehen, vielleicht noch am Text nochmal was ändern. Die Möglichkeiten hast du dann. Genau, und das ist die Möglichkeit, dass du dann wirklich halt einfach hier bleiben kannst. Ich hätte gerne eine Playstation, geht das? Playstation. Ich schreibe es auf die Liste. Ja. Oder du hast ja eine, du kannst sie mitnehmen. Ja, stimmt. Also ich habe einen Fernseher, wo du das anstecken kannst. Nein, das ist ja der Anfang. Ja, siehst du? Und das Kabel habe ich auch. Ja, na schau. Na bitte. HDMI-Kabel ist schnell angeschlossen. Ja. Soll heißen, im Endeffekt geht es darum, dass du dieses Erlebnis des Bandseins und des Band-Miteinander wirklich an etwas hackeln, was vielleicht auch über ein paar Tage geht, einfach mehr featuren möchtest. Nicht dieses rein, also ich bin in meiner Funktion als Studiomusiker genau das Umgekehrte gewohnt. Ja. Kommst wohin, da kommst beim Eingang eine in Wien und dann schauen schon mal alle auf die Uhr und dann ist genau einberechnet 7 Minuten 30 für einen Kaffee und fürs Warming-up, dass du einmal bla bla machst, dann gehst rein, dann singst irgendwie einen Werbespot ein oder spielst oder wurscht. Länger als 20 Minuten sollte es nicht dauern und dann wirst verabschiedet und der nächste Wortshow und so. Das ist hier anders. Hier geht es um das Erlebnis, um das kreative Miteinander etwas wachsen lassen gemeinsam. So hätte ich dich verstanden. Genau, und dazu gehört das jetzt natürlich auch, und das finde ich verstärkt das Ganze auch noch enorm. Ja. Genauso wie grundsätzlich, wenn heute eine Anfrage kommt, wir arbeiten in Pauschalen. Der sagt mir, was er machen will und ich nenne ihn einen Pauschalpreis und eben unabhängig von dieser Stechuhr. Ja. Das funktioniert nicht, wenn du im Hintergrund immer die Zeiger hupfen siehst, wie soll da was Gutes rauskommen. Natürlich muss man schauen, jedes Unternehmen muss auf gesunden wirtschaftlichen Beinen stehen. Na nicht, das ist im Kunst- und Kulturbereich bei uns genauso. Und diese 10.000 pro Song, das muss drin sein. Ja, klar, auf jeden Fall. Und deswegen, aber das ist das Ding, also wir arbeiten in Pauschalen und da ist das eben alles einfach dann dabei. Und das Wichtigste ist, ich glaube, dass du aus deiner Umgebung auch ein bisschen rauskommst, dass du abschalten kannst, dass du vielleicht auch mal das Handy abdrehst und sagst, okay, ich bin jetzt eine Woche wirklich im Flugmodus und bin einfach nicht da. Und du kannst aus dem Studio rausgehen, wir haben gleich einen Wald ums Eck, du sagst, okay, gehst Mittag mal eine Stunde im Wald spazieren und ich glaube, unter Druck ist noch nie was Gutes rauskommen. Und wenn du das Ganze aber reifen lässt und das dementsprechend unterstützt, dann glaube ich, kann was Cooles rauskommen. Super. Ich glaube, ich hätte soweit alles durch, was ich so in meinem Kopf irgendwie auf der Liste stehen gehabt habe. Die letzte Frage, die ich allen stelle, stelle ich jetzt dir auch. Gib mir eine andere Antwort als die anderen. Nicht, weil die andere schlecht war, das ist jetzt dann schon ausgelutscht. Was ist für dich persönlich, wenn du jetzt daran denkst, dass es auch junge Menschen gibt, die da in dieses Fahrwasser in irgendeiner Form hinein wollen, dein persönlicher Tipp, was du weitergeben möchtest? Fehler machen. Das ist einfach extrem erlaubt und total wichtig. Also das, was ich schon gesagt habe, und also gerade wenn es, glaube ich, um Producing geht, oder weil es ist ja ein bisschen Unterschied, ob ich jetzt rein recorde oder auch produziere oder im besten Fall beides. Ich glaube, einen eigenen Sound zu erlangen ist total wichtig und das geht einfach nur über Fehler und ausprobieren, Entscheidungen treffen. Ich bin, wie gesagt, kein Freund von Fix in the Mix. Also wir nehmen mal alles schön linear auf und dann nehmen wir irgendwelche Plugins, hauen irgendwelche Presets rein und dann sagen wir, okay, dann triggern wir noch alles und dann ist das Ding einfach fertig.
so, es ist vielleicht ein bisschen ein längerer Weg, weil die Ergebnisse, ich kann davon ein Lied singen, am Anfang nicht zu dem kommen, was man vielleicht gewohnt ist vom Gehör, weil heute, wenn du das 5. Trigger-Plugin drüber schmeißt, erreichst du sofort Sounds, die du gewohnt bist und an die musst du mal rankommen. Das ist ein langer Weg. Also genau, den Mut zu Fehler und unglaublich viel arbeiten. Also auf das habe ich jetzt gewartet, weil das wäre auch das gewesen, wo ich mir gedacht habe, das ist das, was dich tatsächlich noch einmal, finde ich, von den meisten Leuten, die ich kenne, noch einmal abhebt. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Und man muss, mein Vater sagt das immer, man wird auch immer schlechte Entscheidungen treffen. Man muss nur schauen, dass die guten überwiegen. Und man darf auch nicht zu stolz sein, einen anderen Umweg zu gehen, weil es einfach so ist. Gerade wenn man im Aufbau ist, das kommt natürlich darauf an, aber bei mir ist es so auch, musst du auch, wenn du jetzt sagst, du willst eine Band aufnehmen, musst du auch in die Breite investieren. Da auch schon, dass die Kette natürlich immer passt, weil es bringt ja nichts, wenn du dann einen schlechten Raum hast und stellst ein 5.000 € Mikro rein. Das heißt, auch da muss man irgendwie schauen. Die Zeit heute ist natürlich auch immer schwieriger. Man vergleicht viel zu schnell und sagt, wow, warum sind die anderen so weit und warum ich vielleicht noch nicht. Wie gesagt, es ist ein Marathon, kein Sprint. Und trotzdem mit Überzeugung rangehen an die Sache, sich überlegen, wie will ich klingen, auch als Produzent, das ist ganz wichtig, einen Sound definieren und dann einfach hackeln. Wenn ich dann wieder da sitze, so wie jetzt, und in diesem Rahmen mit dir und mit Silas, dann weiß ich, dass ich alles richtig mache und bin ich einfach unglaublich dankbar für alle, die mich da unterstützt haben, weil, ja, ich sitze jetzt zwar da, aber da gibt es viele, ohne die wäre ich jetzt nicht da. Ja. Schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Kommen. Das war der dümmste Satz des Tages, muss ich sagen. Vielen Dank fürs Kommen, ne? dass du zu dir nach Hause gekommen bist. Also vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Danke, dass du da bist, David. Ja. Und ich hoffe, du schaltest das nächste Mal wieder ein. Du klickst das nächste Mal wieder drauf bei Prosartig. Wie gesagt, es geht jetzt in die 2. Staffel. Und ja, einen schönen Abend.